Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Ich weiß, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Ich weiß, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Ich war vor ein paar Wochen noch mit Marie in einer glücklichen Beziehung. Dann hat ein Wochenende alles verändert. Ich war vor ein paar Wochen noch mit Marie in einer glücklichen Beziehung. Dann hat ein Wochenende alles verändert. Ich bin mit meinen Freunden feiern gegangen und habe zu viel getrunken. Ich bin mit meinen Freunden feiern gegangen und habe zu viel getrunken. Ich kann mich nicht an viel erinnern, aber ich bin am nächsten Tag in einem fremden Bett aufgewacht. Ich kann mich nicht an viel erinnern, aber ich bin am nächsten Tag in einem fremden Bett aufgewacht. Neben mir lag eine andere Frau. Ich kann mich an nichts erinnern, aber anscheinend habe ich Marie betrogen. Neben mir lag eine andere Frau. Ich kann mich an nichts erinnern, aber anscheinend habe ich Marie betrogen. Ich habe mich so schlecht gefühlt, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich habe mich so schlecht gefühlt, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Natürlich habe ich Marie direkt angerufen und ihr erzählt, was passiert ist. Natürlich habe ich Marie direkt angerufen und ihr erzählt, was passiert ist. Sie war extrem enttäuscht von mir und hat unsere Beziehung sofort beendet. Sie war extrem enttäuscht von mir und hat unsere Beziehung sofort beendet. Ich kann das verstehen, aber ich will unbedingt wieder mit ihr zusammen sein. Ich werde sie anrufen und versuchen, sie wieder für mich zu gewinnen. Ich kann das verstehen, aber ich will unbedingt wieder mit ihr zusammen sein. Ich werde sie anrufen und versuchen, sie wieder für mich zu gewinnen. Hallo Marie, hier ist Simon. Wie geht es dir? Hallo Marie, hier ist Simon. Wie geht es dir? Wie es mir geht? Was denkst du denn, wie es mir geht, nachdem du mich betrogen hast, Simon? Wie es mir geht? Was denkst du denn, wie es mir geht, nachdem du mich betrogen hast, Simon? Marie, bitte, ich muss mit dir sprechen. Das alles tut mir so leid. Marie, bitte, ich muss mit dir sprechen. Das alles tut mir so leid. Warum sollte ich mit dir reden? Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Warum sollte ich mit dir reden? Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Bitte, gib mir noch eine Chance, Marie. Ich liebe dich wirklich über alles. Bitte, gib mir noch eine Chance, Marie. Ich liebe dich wirklich über alles. Wenn du mich so sehr liebst, warum hast du dann mit einer anderen Frau geschlafen? Wenn du mich so sehr liebst, warum hast du dann mit einer anderen Frau geschlafen? Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich mich an nichts erinnern kann. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Bitte lass uns persönlich miteinander reden. Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich mich an nichts erinnern kann. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte.
Bitte lass uns persönlich miteinander reden. Ich will dich nie mehr wiedersehen, Simon. Du kannst dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Ich will dich nie mehr wiedersehen, Simon. Du kannst dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Ich werde in einer Stunde in dem Park sein, in dem wir unser erstes Treffen hatten. Wenn du mit mir reden möchtest, dann komm bitte dorthin. Ich werde in einer Stunde in dem Park sein, in dem wir unser erstes Treffen hatten. Wenn du mit mir reden möchtest, dann komm bitte dorthin. Ich überlege es mir, aber ich verspreche dir nichts. Mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Ich überlege es mir, aber ich verspreche dir nichts. Mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Ich hoffe, dass Marie in den Park kommt, um mit mir zu reden. Ich hoffe, dass Marie in den Park kommt, um mit mir zu reden. Hallo Marie, danke, dass du gekommen bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Hallo Marie, danke, dass du gekommen bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Ich bin nur gekommen, damit wir das ein für alle Mal klären können und ich dich nie wieder sehen muss. Ich bin nur gekommen, damit wir das ein für alle Mal klären können und ich dich nie wieder sehen muss. Bitte glaub mir, das Letzte, was ich wollte, war dich zu verletzen. Bitte glaub mir, das Letzte, was ich wollte, war dich zu verletzen. Deine Worte bedeuten weniger als deine Taten, Simon. Was du gemacht hast, ist wirklich das Allerletzte. Deine Worte bedeuten weniger als deine Taten, Simon. Was du gemacht hast, ist wirklich das Allerletzte. Diese Worte aus deinem Mund tun wirklich weh, Marie. Ich liebe dich immer noch. Diese Worte aus deinem Mund tun wirklich weh, Marie. Ich liebe dich immer noch. Natürlich tun sie weh. Was denkst du, wie ich mich gefühlt habe, als ich erfahren habe, dass du mich betrogen hast? Natürlich tun sie weh. Was denkst du, wie ich mich gefühlt habe, als ich erfahren habe, dass du mich betrogen hast? Ja, das war meine Schuld. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich übernehme die volle Verantwortung für meine Taten. Ja, das war meine Schuld. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich übernehme die volle Verantwortung für meine Taten. Das solltest du auch. Für mich ist die Situation auch schlimm. Ich habe nicht damit aufgehört, dich zu lieben. Das solltest du auch. Für mich ist die Situation auch schlimm. Ich habe nicht damit aufgehört, dich zu lieben. Also liebst du mich noch, Marie? Ja, natürlich. Ich kann meine Gefühle für dich nicht einfach von einem Tag auf den anderen abstellen. Ja, natürlich. Ich kann meine Gefühle für dich nicht einfach von einem Tag auf den anderen abstellen. Aber wenn du mich noch liebst, denkst du dann nicht, dass du mir noch eine Chance geben kannst? Aber wenn du mich noch liebst, denkst du dann nicht, dass du mir noch eine Chance geben kannst? Nein, solche Menschen wie du verändern sich nicht. Wenn ich dir noch eine Chance gebe, hast du die Möglichkeit, mich wieder zu verletzen. Nein, solche Menschen wie du verändern sich nicht. Wenn ich dir noch eine Chance gebe, hast du die Möglichkeit, mich wieder zu verletzen. Ich würde das nie wieder tun. Bitte glaub mir, Marie, ich will dich nicht verlieren. Ich würde das nie wieder tun. Bitte glaub mir, Marie, ich will dich nicht verlieren. Du hast mich schon verloren, Simon. Du hast es nur noch nicht akzeptiert. Du hast mich schon verloren, Simon. Du hast es nur noch nicht akzeptiert.
Das war nicht meine Absicht. Ich war betrunken. Bitte gib mir noch eine Chance. Ich flehe dich an, Marie. Das war nicht meine Absicht. Ich war betrunken. Bitte gib mir noch eine Chance. Ich flehe dich an, Marie. Deine Worte machen keinen Unterschied mehr, Simon. Es ist zu spät. Deine Worte machen keinen Unterschied mehr, Simon. Es ist zu spät. Aber das kann doch nicht das Ende sein. Aber das kann doch nicht das Ende sein. Doch, das ist das Ende. Bitte ruf mich nicht mehr an und schreib mir keine Nachrichten mehr. Ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Doch, das ist das Ende. Bitte ruf mich nicht mehr an und schreib mir keine Nachrichten mehr. Ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Bitte sag so etwas nicht, Marie. Bitte sag so etwas nicht, Marie. Möchtest du noch etwas sagen oder kann ich jetzt gehen? Möchtest du noch etwas sagen oder kann ich jetzt gehen? Ich glaube, dass ich schon alles versucht habe. Es tut mir wirklich leid. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Ich glaube, dass ich schon alles versucht habe. Es tut mir wirklich leid. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Das wünschte ich mir auch, aber es ist schon zu spät. Tschüss, Simon. Das wünsche ich mir auch, aber es ist schon zu spät. Tschüss, Simon. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!